Heute geht es um die Frage, ob die World Population Prospects der Vereinten Nationen die Bevölkerungsentwicklung des 21. Jahrhunderts wirklich zutreffend und realistisch projiziert und prognostiziert haben. Was ist mit den dort zugrunde gelegten Annahmen? Sind die wirklich realistisch? Sind die wirklich plausibel? Oder handelt es sich bei den Population Prospects der Vereinten Nationen nur um eine politische Schönfärberei? Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zur Videoreihe Soziodemografische Evolution. Denn sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Ja, und beim letzten Mal hatten wir bereits über die World Population Prospects der Vereinten Nationen gesprochen. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist natürlich immer dort die Gegenwart gewesen. Und die haben wir ja hier mit 7,7 bis 7,8 Milliarden Menschen. Mit sehr unterschiedlichen Kulturteilen, was die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung anbelangt. Wir haben also große und kleine Kulturteile von der Einwohnerzahl her und wir haben natürlich einige sehr dynamisch, extrem wachsende Kulturteile und einige Kulturteile, die schon im Schrumpfen sich befinden. Insofern ist das Ganze, diese Momentaufnahme mit einer erheblichen Dynamik behaftet. Indien, also die Indische Union, Pakistan und andere Staaten, ist also der bevölkerungsreichste Kulturteil auf diesem Planeten und was auffällt, also auch China durch ein erhebliches demografisches Gewicht, aber auch Afrika, südlich der Sahara mit über 1 Milliarde Menschen bereits jetzt, mit einer ganz erheblichen Bevölkerungszahl. Und was eben halt das Frappierende daran ist, dass diese Kulturteile, also insbesondere Afrika, eine erhebliche Dynamik aufweisen, ein ganz erhebliches Bevölkerungswachstum zeigen. Auch Südasien, Indien hat noch ein gewisses Bevölkerungswachstum drin, was aber eben halt deutlich schwächer ist. Das gleiche gilt auch für den Orient. Und deswegen, wie gesagt, also hier haben wir sehr unterschiedliche Entwicklungen drin. Japan ist bereits jetzt in der Stagnation befindlich. Es nimmt jetzt bereits sogar in der Bevölkerungszahl wieder ab. Europa stagniert auch weitestgehend vor sich hin und wird dann im 21. Jahrhundert tendenziell eher deutlich weniger Menschen haben. Gut. Denn von dieser Ausgangslage haben wir die Vereinten Nationen in der Variant Medium berechnet, wie es weitergehen wird im 21. Jahrhundert, und das war das Ergebnis. Wir kommen also hier auf 10,8 Milliarden Menschen. Also nochmal 3 Milliarden Menschen mehr. Wie die 3 Milliarden Menschen mehr zu bewerten sind, hatte ich in der letzten Folge bereits relativ positiv dargestellt aus meiner Sicht. Das ist keineswegs so schlimm. Was natürlich aufgefallen war, die geografische Verteilung, dass Afrika mit über oder fast 4 Milliarden Menschen, also ein demografisches Gewicht auf diesem Planeten darstellen wird, das noch nie in der Weltgeschichte so existiert hat für Afrika. Und dass die nördlicheren Kulturteile, also zwischen Russland, Japan, aber auch Europa eben halt entsprechend an Gewicht verlieren und ihre Bevölkerungszahl dann sogar rückläufig sind. Worauf basieren nun diese Annahmen, diese Variant Medium? Sie basierten ja auf 3 Annahmen. Einmal die Annahme über den Anstieg der Lebenserwartung, dass also in allen Kulturteilen die Lebenserwartung ansteigen wird. Und wir fanden das beim letzten Mal, und ich fand das zumindest, ob Sie auch, weiß ich jetzt nicht, aber ich fand das beim letzten Mal relativ gut, diese Annahmen, die getroffen worden sind. Und die zweite Annahme, die getroffen worden sind, bezieht sich auf die Netto-Migrationszahl der Menschen, die jetzt netto von einem Kulturteil zum anderen wandern. Und dort haben wir eben halt für Europa 925.000 Zuwanderer in der Statistik, in der Rechnung mit drin. Das heißt, bis im Jahre 2100 etwa 75 oder 80 Millionen Menschen roundabout in dem Prinzip drin. Und das fanden wir schon sehr fragwürdig, weil nach dieser Annahme auch aus Afrika, südlich der Sahara, nur 325.000 Menschen pro Jahr auswandern sollten oder auswandern werden nach dieser Annahme. Und das ist eben mal durch eine Annahme, die auch über die momentan sehr geringe oder relativ geringe Zuwanderung aus Afrika, südlich der Sahara entstanden ist. Noch haben sich großen Bevölkerungsmassen von dort noch nicht in Bewegung gesetzt. Nun steigt die Zahl dort auf fast 4 Milliarden Menschen an. Verkehrswege werden sich verbessern und wir fanden das, weil ich fand das beim letzten Mal schon eine etwas fragwürdige Projektion oder das anzunehmen, dass es bei 325.000 Nettozuwanderern pro Jahr bleiben wird.
Okay, aber das haben wir beim letzten Mal abgehandelt, wollen wir jetzt nicht wieder darauf eingehen. Ich wollte diese Folge mal ein bisschen mehr auf die Geburtenrate eingehen, die hier angenommen worden ist. Wir hatten ja die Annahme bei den Vereinten Nationen beim letzten Mal gesehen, dass hier in der Variant Medium von einer Geburtenrate für alle Kulturteile einigermaßen gleichmäßig von 1,9 Kindern pro Frau ausgegangen wird. So, 1,9 Kinder pro Frau hört sich jetzt gar nicht mal so viel an, ist ja unter 2, heißt ja auch langfristig irgendwie dann Stabilisierung, sogar leichtes Schrumpfen der Weltbevölkerung, vielleicht dann erst im 22. Jahrhundert, okay, aber hört sich jetzt nicht so dramatisch an, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Annahme für einzelne Kulturteile, also für Europa, für Japan zum Beispiel, eine erhebliche Steigerung bereits bedeuten würde. Ist das wirklich realistisch? Wenn wir gleichzeitig sagen, in einigen Kulturteilen wird die Bevölkerung oder die Geburtenrate steigen, in anderen Kulturteilen wird sie sinken. Fragwürdig. Sehe ich momentan nicht so realistisch an. Es ist doch eher eine Art One-World-Denken hier drin. Ein gewisser Wunsch davon, dass man also in allen Kulturteilen ungefähr dieselben Lebensverhältnisse hätte und auch ungefähr dieselben Geburtenraten. Ob das so kommen wird, ich weiß es nicht. Ich mag es doch eher bezweifeln. Und deswegen, wie gesagt, also hier ist das Ganze mit etwas Vorbehalt zu sehen. Und ja, nun gut, wie gesagt, die Vereinten Nationen haben so berechnet und die Variant Medium haben wir auch beim letzten Mal in ziemlicher Ausführlichkeit dargestellt. Und heute wollte ich auf andere Varianten eingehen der Vereinten Nationen. Zum Beispiel auf die High Variant. Die High Variant der Vereinten Nationen hat wieder 3 Annahmen drin. Und zwar praktischerweise bleiben 2 gleich, wie in der Variant Medium. In der High Variant wird nämlich die Nettomigration genauso angesetzt wie in der Variant Medium. Und zum Zweiten wird auch der Anstieg der Lebenserwartung genauso angesetzt wie in der Variant Medium. Worin sich diese High Variant jetzt unterscheidet, ist die Höhe der Geburtenrate, die also jetzt entsprechend höher angesetzt wird, mit etwa 2,5 Kindern pro Frau. Und das finde ich jetzt etwas unrealistisch oder etwas überraschend. Das ist hier für Japan ja fast eine Verdoppelung der Geburtenrate, für Europa auch ein ganz erhebliches Wachstum, 2,5 Kinder pro Frau. Ist es wirklich vorstellbar, dass auf diesem Planeten sich einige Länder so stark wieder aufs Kinderkriegen konzentrieren würden, während andere Kulturteile dann doch insgesamt noch weiter abfallen werden? Also hier gefällt mir auch dieser One-World-Gedanke nicht so gut. Aber ich kann es den Vereinten Nationen noch nicht vorschreiben. Sie haben es halt so angenommen und haben damit weitergerechnet und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen. In der High Variant wird sich die Zahl der Einwohner auf diesem Planeten dann auf 15,6 Milliarden Menschen erhöhen. Also ziemlich genau die doppelte Zahl, wie wir sie jetzt haben. Und jetzt höre ich schon da wieder die toten Glöckchen läuten von einigen Leuten, die sehr pessimistisch sind und sagen, Übervölkerung, Hungerkatastrophe und was auch immer. Wäre ich vorsichtig mit der Annahme. Die moderne Landwirtschaft könnte wohl jetzt schon diese 15,6 Milliarden Menschen ernähren. Also wenn da keine großen ökologischen Katastrophen jetzt noch eintreten, die irgendwie jetzt die landwirtschaftlichen Erträge ins Bodenlose fallen lassen, müsste das hinnehmbar sein und machbar sein. Auch für Afrika, südliche Sahara mit 5,3 Milliarden Menschen, gut, da ballt sich natürlich schon relativ stark, ist gar keine Frage, aber auch das wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Natürlich müsste man die Produktivität der Landwirtschaft in diesen Ländern massiv erhöhen, aber mit ein bisschen Hilfe kann das durchaus gelingen. With a little help from my friends, seien es nun die Europäer, seien es die Chinesen oder die Amerikaner, wer auch immer, oder die Afrikaner am besten gleich selber alleine, aber das ist durchaus vorstellbar. Ja, Europa hier immerhin über 650 Millionen Menschen. Sie dürfen natürlich auch hier nicht vergessen, dass natürlich diese Zuwanderung von 75, 80 Millionen Menschen nach Europa noch auch stattgefunden hat. Und wir wissen auch nicht genau, wer jetzt die Kinder in Europa selber bekommen hat. Waren es die Altmigranten, sind es die Neumigranten? Wie stark ist die alteuropäische Bevölkerung dann beteiligt? Sei hier mal dahingestellt. Aber immerhin 650 Millionen Menschen für Europa. Gut. Wo es eine High Variant gibt, mit einer hohen angenommenen Geburtenrate, gibt es natürlich auch umgekehrt eine Low Variant, also mit einer extra niedrig angenommenen Geburtenrate. Und das sehen wir jetzt hier, dass hier 1,3, 1,5 Kinder pro Frau angenommen werden für die Kulturteile. Wieder nach dem One-World-Gedanken. Das wäre für Japan sogar noch eine minimale Steigerung, aber ich denke mal, das ist durchaus
durchaus realistisch. Natürlich kann man sich vorstellen, dass Japan durch veränderte Sozialpolitik auch, sagen wir, ein paar Kinder mehr bekommt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Das ist durchaus im Bereich des Vorstellbaren. Und mir erscheint hier der One-World-Gedanke insofern etwas plausibler, als dass man sagt, wenn Länder sich sehr stark säkularisiert haben, sehr stark modernisiert haben und in sich gesättigt sind und vielleicht ein bisschen zufrieden sind, dann geht die Geburtenrate in allen Ländern auf diesen Planeten dann Richtung 1,3, 1,5 Kinder. Also hier scheint mir der One-World-Gedanke erschreckenderweise, wenn ich so sagen darf, vergleichsweise plausibel zu sein. Wie gesagt, auch hier wieder 925.000 Nettozuwanderer nach Europa und nur 325.000 Abwanderer aus Afrika, südlicher Sahara netto. Ja, und das Ergebnis sehen Sie also hier. Dort hätten wir so 2100. Weniger Menschen als heutzutage, mit 7,3 Milliarden Menschen, also etwas kurz über 7 Milliarden Menschen, hätten wir zur Mitte des 21. Jahrhunderts irgendwann einen Peak der Menschheit erreicht und hätten dann entsprechend hier einen Bevölkerungsrückgang in den folgenden Jahrzehnten bereits erlebt. Ja, kann auch passieren. Halte ich natürlich jetzt für die ganz geburtenfreudigen Kulturteile der Gegenwart jetzt nicht realistisch so schnell und so stark abfallen werden. Aber wie gesagt, auch das ist im Bereich hier des Vorstellbaren. Vielleicht noch eine Bemerkung zu allen drei Varianten. Wenn Sie auch mal die Relation der Blasen sich anschauen, ist klar, die verändert sich in allen drei Varianten nur relativ wenig, weil ja in allen drei Varianten die Geburtenrate immer in dieselbe Richtung geht. Also hoch ist sie in allen Kulturteilen höher und bei low ist sie in allen Kulturteilen entsprechend niedriger. Das hat also zur Konsequenz Europa zu Afrika, südlich der Sahara, zu Schwarzafrika, also etwa ein Zahlenverhältnis von 1 zu 9. Wobei, wie gesagt, ein paar Nettozuwanderer schon aus Afrika dann rübergekommen sind, aber noch nicht sehr viele. Und das ist, wie gesagt, also hier in allen drei Varianten logischerweise ungefähr gleich. Wenn wir uns diese drei Varianten nochmal im Vergleich angucken wollen, wird natürlich auch klar, dass für die Gesamtbevölkerungszahl auf diesem Planeten sich eine Art Korridor bildet. Also 7,7, 7,8 Milliarden Menschen in der Gegenwart und eben halt Anstieg auf 15,6, 10,8 oder auch Rückgang auf 7,3 Milliarden Menschen. Alles ist vorstellbar. Also es kann alles eintreten. Und Sie sehen natürlich auch logischerweise, dass in den nächsten 81 Jahren dieser Korridor weitet. Das heißt also, je mehr wir in die Zukunft schauen, desto unsicherer werden natürlich die Annahmen, desto stärker werden sich die unterschiedlich angenommenen Geburtenraten hier auswirken. Das ist natürlich ganz logisch und überrascht eigentlich erstmal niemanden. Ja, und wie gesagt, was kommen wird, ich habe keine Ahnung. Mein persönlicher Trend geht eher zur Variant Low. Gut, bevor wir dann hier noch weitere Varianten einfügen wollen, wie gesagt, die Spannbreite als solche stellt natürlich einen großen Unsicherheitsfaktor dar. Eine weitere Variante der Vereinten Nationen, die ich nur ganz kurz spaßeshalber besprechen möchte, ist die Variante Constant Fertility, also eine Variante, die von einer gleichbleibenden Geburtenrate hier im 21. Jahrhundert ausgehen wird. Das heißt, die Lebenserwartung bleibt wie gehabt, also mit dem Anstieg drin, die Nettozuwanderung wie gehabt, aber eben halt die Geburtenrate bleibt im Wesentlichen, wie sie ist. Und jetzt haben wir eben halt hier 21,6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Davon über 12 Milliarden Menschen in Afrika, südliche Sahara, in Schwarzafrika. Und hier, jetzt gebe ich Ihnen mal doch die Chance, jetzt können das Sterbeglöckchen ein bisschen so klingeln lassen. Hier droht die Bevölkerungsbombe, Ökokatastrophe, Massenarmut, Massenhungersnot, keine Ahnung, riesige Bürgerkriege, all das droht hier vielleicht schon am ehesten. Das ist sicher schon ein Problem. Zumal hier, wenn wir die Constant Fertility, also jetzt die jetzige Geburtenrate, für Afrika, die Sahara fortschreiben würden, gibt es natürlich in diesem Kulturteil eine ganze Menge Zunder. Gar keine Frage. Und das wäre also schon eine sehr heftige Entwicklung, wenn die Geburtenrate nicht weiter fallen würde. Gibt ja auch den berühmten Witz, trifft der eine Planet den anderen und fragt, ja, wie geht's? Und sagt der zweite Planet, oh, ich habe Homo sapiens. Sagt der erste Planet, keine Angst, das kenne ich, das geht vorüber. Okay, ich selber halte diese Constant Fertility Variante für nicht sehr plausibel, weil wir doch in Afrika schon jetzt sehen, dass die Geburtenrate gefallen ist in den letzten Jahrzehnten. Also sie ist bereits im Niedergang befindlich und dieser Trend wird sich sicherlich, ich vermute doch sehr stark, fortsetzen. Wir wissen natürlich nicht Geschwindigkeit und Ausmaß dieses Rückgangs nicht genau.
aber es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass diese Entwicklung jetzt in der Gegenwart zum Stillstand gekommen bleiben soll und wir dort eben halt dieselbe hohe Kinderzahl pro Frau in den nächsten 81 Jahren weiter ungebremst sehen werden wie bisher. Also mir leuchtet dieses Constant Fertility Szenario jetzt nicht ein. Aber es ist natürlich auch mal eine logische und denke ich konsequente Variante der Vereinten Nationen, auch mal einfach zu sagen, wir lassen so, wie es jetzt mal ist mit der Geburtenrate, einfach auch mal im Vergleich zu sehen. Ja, historisch, wie gesagt, ist klar, Europa hat hier im 21. Jahrhundert wenig zu lachen, was sein demografisches Gewicht auf der Welt anbelangt. Noch um 1900 war Europa ja nach China der bevölkerungsreichste Kulturteil. Und aufgrund seines militärischen, technologischen und wissenschaftlichen Vorsprunges war Europa ja Herr der Welt. Die beiden Amerikas waren ja europäische Kolonien gewesen, schon damals, klar. Afrika europäische Kolonien weitestgehend, Südostasien europäische Kolonien, Indien europäische Kolonie. Selbst China war in informelle Interessensphären oder Interessenzonen der europäischen Kolonialmächte aufgeteilt. Und das Kaisertum hatte praktisch schon längst keine Macht mehr. Der letzte Kaiser wird wenige Jahre später dann eben halt zur Abdankung gezwungen. Und von daher, wie gesagt, ist Europa hier Herr der Welt. Im Kolonialzeitalter wurde aber auch die Saat gesät, dass eben halt Europa im 20. Jahrhundert seine demografische Basis verliert im Vergleich zum Rest der Welt. Also wir haben hier um 1950 bereits ein riesiges Wachstum in anderen Kulturteilen. Gut, Europa wächst auch, aber die anderen Kulturteile wachsen massiv schneller als Europa. Deswegen ist klar, dass natürlich hier das 20. Jahrhundert insgesamt zu massiven Machtverschiebungen führen wird, wo Europa eben halt sein Kolonialreich aufgeben muss, vielleicht auch zum Wohle der Völker dort, aber auch generell sich die machtpolitischen Sphären dieses Planeten deutlich verschieben werden. Also die anderen Kulturteile sind massiv im Kommen. Dass um 1950 natürlich Europa aufgrund seiner politischen und militärischen Manöver, also sprich eben halt Erster, Zweiter Weltkrieg, ohnehin sein Kolonialreich verspielt hat. Okay, das ist eine andere Frage. Das ist eine geschichtliche Beschleunigung des Prozesses, der aber auch ohne die Weltkriege wahrscheinlich im 20. Jahrhundert eingesetzt hätte. Und um 1950 herum ist ja auch die Entkolonialisierung bereits im vollen Gange, ist Indien bereits abgesprungen und die nächsten 10, 20 Jahre folgen die afrikanischen und auch die südostasiatischen Staaten auch. Und vom europäischen Einfluss in China ist auch nicht mehr viel nachgeblieben, bekanntermaßen. So, das war 1950 gewesen und 2000, wie gesagt, selbst ohne die Weltkriege, wenn wir ja 2000 wären, hätte Europa wenig Einfluss auf diesen Planeten, jedenfalls viel weniger als noch 100 Jahre zuvor. Rein demografisch ist es auf den 6. Platz hier bereits zurückgefallen im Jahre 2000. Die Entkolonisierung ist praktisch abgeschlossen. Europa ist nur noch ein relativ wohlhabender Kontinent oder Kulturteil, gar keine Frage. Aber die politische Macht, das demografische Gewicht ist eben halt doch eindeutig weg. Und gerade auch mit der Perspektive, dass in anderen Jahren und in folgenden Jahren sich daran nicht so viel mehr ändern und bessern wird. Jo. Die Gegenwart sieht ja bekanntermaßen so aus, wir kennen sie ja schon, 2019. Mittlerweile hat auch der Orient Europa in der demografischen Stärke überrundet. Und ist auch das, was wir an Einwohnern in Europa haben, zu einem gewissen Prozentsatz eben halt orientalischer Herkunft, bekanntermaßen. Oder auch teilweise indischer Herkunft, wenn wir an Großbritannien denken, Pakistani. Und wie gesagt, die Entwicklung wird sich fortsetzen, vermutlich nach den World Population Prospects der Vereinten Nationen 2050, Variant Medium nicht jetzt mal wieder, und hier auch 2100, Variant Medium. Jo. Zum Abschluss der heutigen Folge wollte ich mir noch eine dritte Denkrichtung aufzeigen. Also nicht nur Variant High, Low, Medium oder Constant, sondern ich möchte hier eine eigene Projektion anstellen. Beziehungsweise ich möchte jetzt keine eigene Berechnung hier Ihnen präsentieren. Das könnte ich zwar auch, aber dann würden Sie alle sagen, wir wissen nicht genau, wie es genau berechnet worden ist. Wir kennen die Annahmen nur teilweise. Hat Pickard sich nicht da verrechnet? Hat er geschummelt? Ist das tendenziös, was er da gerechnet hat? Und deswegen greife ich lieber auf die World Population Prospect selber nochmal zurück. Und zwar kombiniere ich jetzt die Varianten High, Low und Medium miteinander. Und zwar wie folgt: In den Kulturteilen, die ohnehin ein hohes Bevölkerungswachstum aufweisen, dort setze ich mir jetzt mal die Variante High an. Also ich gehe davon aus, also hier Afrika, Orient, weiterhin mit hohen Geburtenraten. Also ungefähr so, wie sie in der Variant High beschrieben sind. Also Geburtenraten, die zwar niedriger liegen als in der Gegenwart,
aber eben halt doch gemäßigt nur abgefallen sind. Und deswegen eben halt hier Variant High. Für andere Kulturteile nämlich Variant Medium. Und für eine dritte Gruppe von Kulturteilen, die also eine niedrige Geburtenrate aufweisen in der Gegenwart, also zum Beispiel Europa, zum Beispiel Japan, andere auch mehr, nehme ich mal die Variant Low. Ja, und so habe ich also diese drei Varianten miteinander kombiniert. Und wozu führt das? Sie sehen es jetzt hier. Europa steht jetzt in einem zahlenmäßigen Verhältnis von 1:17 zu Afrika. Also in allen anderen Varianten war es etwa 1:9 gewesen, jetzt ist es aber 1:17. Das heißt, die Relation hat sich praktisch nochmal halbiert zu Ungunsten Europas. Vom Altersaufbau wäre es gewissermaßen dann noch drastischer, den lasse ich mal jetzt gnädigerweise weg, damit es noch halbwegs erträglich aussieht für Europa. Und wie gesagt, ist natürlich klar, dass der Migrationsdruck hier auf Europa noch wesentlich größer wäre als in der Variant Medium. Wobei Sie jetzt nicht vergessen dürfen, also dass in der Einwohnerzahl von Europa, die ich jetzt hier drin habe, bereits ja ein erheblicher Bevölkerungsanteil von Zuwanderern im 21. Jahrhundert gekommen ist. Also da sind schon mal 75, 80 Millionen Menschen roundabout hier in Europa zugewandert, plus die Altmigranten und deren Nachfahren, die hier vielleicht auch nicht weniger geworden sein, mögen in den nächsten 81 Jahren. Da käme also einiges auf uns zu. Und deswegen, wie gesagt, ist dieses Szenario vor allen Dingen dazu geeignet, die Frage des Migrationsdruckes zu klären. Wir haben also hier drei Kulturteile am Rande Europas, in der Nachbarschaft Europas, die also potenziell sehr viele Menschen als Zuwanderer stellen könnten. Also der Orient, Südasien und eben halt Afrika, südliche Sahara, dort eben halt jetzt mit der sehr hohen Bevölkerungszahl von 5,3 Milliarden Menschen. Ehe sie jetzt das Schlottern kriegen und da sagen, das ist natürlich schon ein Luxusproblem, das wir auf diesem Planeten haben. Insgesamt ist das 21. Jahrhundert ja ein sehr positives Jahrhundert, vermuten wir zumindest. Wir haben ja keine globalen Bevölkerungssorgen mehr im Sinne von Übervölkerung, weltweite Hungersnöte, weltweites Chaos. Ich glaube, von den demografischen Daten her, wie wir zu diesen drei Hauptvarianten haben, kann man immer noch sagen, das 21. Jahrhundert wird das Bevölkerungswachstum meistern. Ein Bevölkerungswachstum, das ja im 19. Jahrhundert angefangen hatte, massiv zu werden und das im 20. Jahrhundert ganz enormes Wachstum aufwies und das im 21. Jahrhundert jetzt dann auslaufen wird. Insofern müssen wir die nächsten 81 Jahre einfach so hinnehmen, wie sie kommen werden, dass wir dort eben halt sehen, ja, global ist das ein Auslaufen der Bevölkerungswelle der letzten 200 Jahre. Und deswegen eben halt die Chance für diesen Planeten, sich zu konsolidieren und dort entsprechend also hier Wohlstand auf dem gesamten Planeten zu mehren, die Lebenserwartung zu mehren für alle Menschen, zum Nutzen aller Menschen. Und die Migrationsfrage ist eben halt eine Frage, die man lösen kann, die im Prinzip also da auch auf humane Art und Weise gelöst werden kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich für die eine oder andere Richtung irgendwie jetzt plädieren möchte, Grenzen zu oder Grenzen auf, aber ich denke mal an allen anderen Problemen, die wir im 20. Jahrhundert gehabt hatten, die Ängste vor der Bevölkerungsbombe, ist das ein vergleichsweise noch geringeres Problem. Deswegen, wie gesagt, der positive Ausblick, nutzen Sie also jetzt die gestiegene Lebenserwartung oder die hoffentlich dann steigende Lebenserwartung aus und sollten wir dann vielleicht alle dann den Optimismus walten lassen, indem wir sagen, leben Sie lang und bauen Sie etwas auf. Hallo, hallöle, ich bin's noch einmal mehr. Jetzt haben wir 6 Folgen produziert, 6 Folgen haben Sie vielleicht gesehen von der Reihe Soziodemografische Evolution. Ich plane das Ganze als etwas größeres Projekt und wollte dann eventuell in den nächsten Monaten, nächsten Jahren noch weitere Folgen hinten anfügen. Genauer gesagt plane ich eine 10-staffelige Reihe. Die erste Staffel haben Sie jetzt gesehen. Das waren 6 Folgen, die sich vor allen Dingen damit beschäftigt haben, über die Entwicklung der Weltbevölkerungszahl. Und also die Frage, wie viele Menschen leben auf welchem Planeten wo. Und eine zweite Staffel, die jetzt kommen könnte, würde sich also gewissermaßen damit beschäftigen, wie gelingt es überhaupt der Menschheit, aus traditionellen Gesellschaften voranzusteigen. Also wie entstand die Gartenbaugesellschaft, wie entstand die Agrargesellschaft und wie entstehen generell Fortschritte bei der Bevölkerungszahl.
In einer dritten Staffel könnte es darum gehen, wie sich die soziodemografischen Merkmale dann auswirken auf traditionelle Gesellschaften, auf deren Gesetze, auf deren Religion, auf deren Handel, auf die Größe der Reiche, warum Reiche kollabieren und so etwas. Das könnte das Thema einer dritten Staffel sein, Entschuldigung. In der vierten Staffel geht es dann um die Ethnizität, also um die Frage, welche Bevölkerungsgruppen gehören wie zusammen, wie sind sie entstanden, wie viele Menschen gibt es heute davon und wie viele Menschen gab es davon früher. In der fünften Staffel geht es um die industrielle Revolution. Also die haben ja schon gesehen, die industrielle Revolution gibt dem Weltbevölkerungswachstum einen riesigen Schub. Nie ist die Bevölkerungszahl stärker gewachsen wie im 19. und 20. Jahrhundert. Was natürlich auch massiv Probleme aufgeworfen hat, weil natürlich jetzt der Wohlstand durch mehr Menschen geteilt werden musste. Also da werden wir uns damit beschäftigen, wie das gelingen konnte. In Europa, in England. Im 6. Kapitel werden wir dann sehen, in der 6. Staffel, wie also dieser demografische Übergang zur Industriegesellschaft und zur postindustriellen Gesellschaft sich dann in verschiedenen Ländern auf diesem Planeten manifestiert hatte, mit sehr unterschiedlichen Wachstumsraten. In England 1% Wachstum pro Jahr, in Afrika, die Sahara 4% Wachstum pro Jahr. In einer 7. Staffel geht es dann um die Sterblichkeit. Also zu gucken, wer stirbt, woran stirbt man, wie lang werden wir leben, sterben Arme mehr oder früher als Reiche. All das sind Fragen der 7. Staffel und die 8. Staffel hat dasselbe Thema, nur eben halt statt Sterblichkeit geht es um die Frage der Geburtenrate, wer bekommt wie viele Kinder, warum haben wir weniger Kinder als früher, und das ist dann die 8. Staffel. In der 9. Staffel geht es dann um die Frage, eben, wie wird sich der Altersaufbau in einzelnen Ländern wandeln, also wie wird sich auch entsprechend dort das Sozialsystem wandeln müssen, eventuell werden die Bevölkerung weiter wachsen und welche Länder haben ein besonders hohes Wachstum. In der 10. Staffel geht es wieder nochmal abschließend um die generelle Frage, wie wird sich das 21. Jahrhundert dann entwickeln, wenn der große Weltbevölkerungsschub des 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert weniger werden wird. Und insgesamt also dann jetzt 10 Staffeln, die wir drehen könnten, oder ich drehen könnte. Ich fürchte, ich muss sie vertrösten. Also das wird wahrscheinlich Monate und Jahre in Anspruch nehmen. Also jetzt haben wir 6 Staffeln gedreht und vielleicht gibt es in einigen Monaten dann die nächste Staffel. Aber das wird sicherlich seine Zeit dauern. Bis dahin, bis wirklich diesmal sehr lange Zeit hin, leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.